Hi Folks, ich habe ja im letzten Video schon angekündigt, dass vor den Interviews in Aachen auf der Kaiserstadt Expo noch ein Produktvideo folgt. Die Sachen seht ihr hier natürlich. Viele wissen von euch, dass wir den Weltvertrieb von den guten, alten, bewährten Thermokopierern sind. Dazu würden wir euch gerne ein paar Tipps und Kniffs geben und natürlich auch die Neuheit vorstellen. Erstmal vorab, das sind natürlich, ihr kennt die Geräte von KW Metalltechnik seit Jahrzehnten in der Tattoo-Szene am Markt. Den weltweiten Vertrieb machen wir dafür und wir bringen natürlich auch mit der Firma immer neue Sachen auf den Markt und verbessern auch die Maschinen und Geräte. Die Dinger haben 2 Jahre Garantie. Wir haben jetzt von sehr vielen von euch gehört, dass immer gedacht wurde, 1 Jahr Garantie. Nein, es sind 2 Jahre. Und ich habe hier noch so ein grünes, so ein Schreck hier stehen. Dazu würde ich gerne was sagen. Also die Hersteller von diesem Ding hier, die möchten euch glauben machen, das wäre ein Nachfolger von den altbewährten Geräten. Das ist schlichtweg gelogen, das stimmt nicht. Das ist eine ganz eigene Produktion und keine tolle, deswegen weg damit. Die ganze Reparatur und Garantieabwicklung machen auch wir, ja, also wenn ihr mit irgendeinem Gerät Probleme habt, dann schickt einfach eine Mail an service@magic-moon-shop.com und da wird euch geholfen. Das gilt auch für uralte Geräte. Wir versuchen jedes Gerät fit zu machen. Wir werden jedes Gerät nachgucken oder euch Tipps und Kniffs an die Hand geben, wie ihr es selber machen könnt. Dazu aber von meinem Junior jetzt noch ein paar Sachen. Also Garantien außer bei... Ja, falsche Handhabung. Sollte das Gerät völlig zerdutscht ankommen, der halbe Kunde noch da drin liegen zum Beispiel, ne, dann schließt das natürlich die Garantie oder Garantieabwicklung aus. Auf der Rückseite der Geräte befindet sich ein Qualitätssiegel. Wir haben da ein paar Hobbyschrauber oder auch wirklich bewährte Schrauber. Ne? Es gibt Leute, die reparieren das gar nicht schlecht, aber man sollte sich dessen bewusst sein, wenn das Garantiesiegel, ich glaube es ist auf der Seite, ja, entfernt wird, ohne das vorher mit uns abzusprechen oder gar um eigene Reparaturen durchzuführen, ist die Garantie dann erloschen. Das Gerät sollte am besten im Originalkarton zu uns zurückgeschickt werden. Das beinhaltet auch solche Transportsicherung wie diese, Schaumstoffecken und Schaumstoffhalter, die das Gerät im Karton befestigen, so dass es nicht im Karton oder durch den Versanddienstleister kaputt geht. Das passiert schon mal öfter. Geräte, die in anderen Kartons zu uns zurückkommen und deswegen einen Schaden erlitten haben, werden von uns nach wie vor repariert, leider aber nicht unter den Garantieansprüchen. Ganz wichtig, vor der ersten Benutzung die Transportschrauben lösen. Halbe Umdrehung. Ja, Jason zeigt mal eben, kippt das mal an. Ja, genau. Dann, die sind rot an beiden Seiten. Genau. Ganz, ganz wichtig. Wir haben immer Fälle, wo Leute die Transportschrauben nicht lösen vor der ersten Benutzung, dann funktioniert es natürlich nicht richtig. Erstens das und die Glasröhre wird dadurch, das was Glas so macht, wenn es nicht ordentlich gesichert ist, geht kaputt. Ne? Mhm. Ja, und ganz klar, ne, was die Behandlung angeht, grundsätzlich gilt, Regler, dicke Linien, langsam durchlaufen lassen, wenn man schneller durchlaufen lässt, grundsätzlich dünnere Linien. Und jetzt kommt natürlich was, wir kriegen immer, der macht keine Stencils mehr und. Wir brauchen Kopien aus Kopierern mit Kohlenstoff. Tintenstrahldrucker funktionieren bei Thermokopierern nicht. Ja? Es muss ein kohlenstoffbasiertes Pigment sein. Wenn ihr mit Kuli-Zeichnungen versucht, da durchzujagen oder Tintenstrahldruckern, dann funktioniert das Stencil meistens nicht. Ja? Bevor die Geräte an euch ausgeliefert werden, wird jedes Gerät einzeln von uns getestet und dieses Teststencil von jedem Gerät liegt dabei und auch ein Carrier wird zu jedem Gerät mit ausgeliefert. So, jetzt kommen wir so langsam zu der Weltneuheit. Das hier ist ja unser aller Ärgernis, ne? Auch meins, eures, das wissen wir da draußen. Ja? Also verbogene, durch die Hitze verschmolzene Hüllen, mit Rückständen dran. Davon sind unheimlich viele Kopien auf dem Markt. Man kann irgendwie gar nicht nachvollziehen, ob es Originalhüllen sind, die aber unbedingt für jedes Stencil verwendet werden müssen. So, und wir haben jetzt jahrelang mit dem Hersteller geforscht und getestet und getan und wir haben jetzt ein Material gefunden, wo wir das alles mit abstellen konnten.
Und das sieht dann so aus. Ja? So, wir haben das in DIN A5, wir haben das in DIN A4, wir haben das in DIN A4 Long und wir haben es in DIN A3, weil es auch in absehbarer Zeit dafür Thermopapier geben wird, in den Größen. Und nur mit diesem Aufkleber ist es auch ein Original. Ja, hier sind geschützte Logos drauf, die darf keiner nachmachen, vielleicht passiert es trotzdem, aber die Sachen lasst ihr 20, 30 Mal da durchlaufen, das passiert nicht mehr. Ja? Und auch wenn ihr das Stencil in dem Papier jetzt nicht mehr seht, es funktioniert hervorragend, sonst würden wir es gar nicht auf den Markt schmeißen. Okay? Also das ist die Neuheit für alle unsere Kopierer. Wir reden von DIN A4, wir reden von dem neuen DIN A3, wir haben noch ein DIN A3 in Gold, ist eine Special Edition. Für alle, die nur dieses verwenden mit dem Stencilpapier. Okay? Jason wird jetzt noch ein bisschen was zu der Handhabung sagen. Ja, gerne. Ja? Okay, zu der Benutzung von den Geräten ist Folgendes zu beachten. Und zwar gerade die A3-Geräte, die haben eine sehr große Lampe, die muss natürlich mehr Hitze aufbauen als in dem A4-Gerät. Deswegen ist eine Verzögerung eingebaut. Also wenn ihr das Carrier mit eurer Vorlage in den Thermokopierer einschiebt, nicht wundern, der wird nicht sofort die Vorlage einziehen. Der läuft erstmal an, damit er genug Hitze aufbaut, damit das Stencil oder das Stencilpapier vernünftige Stencils abgibt. Wenn das nicht der Fall wäre, hättet ihr oben eine nicht so satte Kopie wie unten. Und das wollten wir vermeiden, indem wir diesen Stopper eingebaut haben sozusagen. Ja? Was auch zu beachten ist, nach der ersten Benutzung, um die ganze aufgestaute Hitze wieder loszuwerden, geht ab der ersten Kopie der Lüfter an. Das ist auch ganz normal, der läuft auch erstmal weiter. Also selbst wenn das Gerät nicht weiter für Kopien benutzt wird, werdet ihr den Lüfter hören. Die Glasröhre wird sich auch weiter drehen, ja, um gleichmäßig viel kalte Luft abzubekommen, damit die sich wieder abkühlt, weil die ist auch heiß. Ebenfalls werden die Geräte nach mehrfachen Kopien, die direkt hintereinander stattfinden, wo wirklich viel Hitze im Gerät aufgebaut wird, in den Abkühlmodus gehen. In dem Abkühlmodus kann das Gerät nicht verwendet werden und läuft erstmal 15 Minuten weiter oder bis die Temperatur, ja, Betriebstemperatur wieder erreicht hat. Richtig, ja. Genau. Und ganz wichtig, Leute, bitte kein Papier ohne Carrier benutzen. Gerade auch, wenn das Gerät erhitzt ist, es macht nur eure Walzen lila und ihr kriegt da kein vernünftiges Stencil. Diese Folien sind ein Muss. Ja, ihr müsst auch nicht zwingend immer nur die benutzen, aber das ist das, was der Hersteller und wir empfehlen, was für uns jetzt das beste Produkt bringt. Ja? Wenn ihr andere verwenden wollt, probiert es. Aber das ist bis jetzt für uns mit dem besten Ergebnis. Wir bieten sämtliche Wartungsarbeiten natürlich auch an. Also ihr könnt euer Gerät auch in regelmäßigen Abständen, empfohlen wird von uns 1 Jahr, könnt ihr gerne das Gerät einschicken. Wir checken das einmal komplett durch, auf Funktion, auf Fehler, auf Verschmutzung. Eine Reparatur bzw. eine Reinigung ist immer mit der Reparatur verbunden. Das hat sich als praktisch erwiesen. Gut, aber Wartung ist auch nicht ganz kostenfrei. Genau, richtig. Es fällt eine Stundenpauschale an, die ist aber relativ gering, wenn man bedenkt, dass man dadurch einfach mehr Lebenszeit von dem Gerät selber hat, was natürlich dann teurer ist. Ne? Kein Muss, aber kann natürlich jeder machen. Die sind ja auch nicht so ganz billig. Und dann, Jetzt hattest du eben noch gesagt, Stencil-Material, Stencil-Flüssigkeit an der Walze. Da ist mir noch was zu eingefallen. Okay. Viele Leute haben das manchmal, wenn die ihr Gerät benutzen oder öfter benutzen, dass die, gerade wenn an der Walze die Stencil-Flüssigkeit dran ist oder das Purple, da kommt manchmal so ein kleiner Raucher raus oder fängt an zu rauchen. Das Gerät ist nicht kaputt. Ja? Was da passiert ist bei den hohen Temperaturen, da verdampft diese Flüssigkeit einfach und das kann mal eben 1 Sekunde zu ein bisschen Rauchbildung führen. Sollte das länger oder stark rauchen, dann bitte einschicken und ausmachen. Dann ist es tatsächlich nicht die Stencil-Flüssigkeit. Oder solltet ihr Flammen sehen, löschen, dann ist es kaputt. In der Regel schon, ja, richtig. Ja, haben wir noch nie gesehen bei dem Gerät und wir machen es schon etwas länger damit. Kurze Sache noch, ihr werdet sehen, neben dem Regler befinden sich 2 Lampen. Die werden in verschiedenen Intervallen leuchten und die haben natürlich auch eine Funktion bzw. zeigen euch, dass mit dem Gerät etwas in Ordnung oder nicht in Ordnung ist. Und zwar gibt es eine rot- und grüne Lampe. Wenn die beiden im selben Intervall leuchten, dann müsst ihr einfach nur den Kühlungsprozess abwarten. Wenn die rote Lampe schnell blinkt und die grüne Lampe langsam blinkt,
Dann habt ihr entweder eine zu dicke Vorlage gewählt oder der Motor ist defekt. In letzterem Fall dann gerne bei uns melden. Wir gucken uns das Ganze an. Wenn die rote Lampe dauerhaft leuchtet, dann ist Sendepause, dann bitte einschicken. Das ist auf jeden Fall ein Defekt der Platine, der durch viele Sachen verursacht werden kann. Meistens äußere Einflüsse. Das gucken wir uns in der Regel dann auch gerne an und bieten euch eine Reparatur an. Im Lieferumfang enthalten ist immer ein Imbusschlüssel. Der wird gebraucht, um diese Transportsicherung, wie eben genannt, zu lösen. Ebenfalls findet ihr eine Bedienanleitung. Ja? Da sind die wichtigsten Sachen, die wir auch heute nochmal genannt haben, aufgeführt. Die bitte auch nicht wegschmeißen, genauso wie den Originalkarton aufbewahren. Ja? Super. Wir hatten jetzt sehr oft den Fall, dass Kollegen Probleme hatten mit einem Kopierer, was sich für uns, also auch mit schon vor 10 Jahren gekaufte Kopierer, was sich dann für uns aber als ein lösbares Problem darstellte. Die haben dann einen neuen gekauft und wir haben den älteren für 150 € oder für kleineres Geld repariert, sodass die ein Backup im Studio hatten. Ja? Also wir machen es bei Magic Moon auch. Wir haben 2 ein DIN A4, ein DIN A3 in Betrieb und haben dahinter etwas ältere Geräte, die aber durchaus noch funktionieren als Backup. Also wenn man vernünftig mit dem Gerät umgeht, ne, ich meine, wir haben Kunden, die haben 10, 12 Jahre alte Geräte, da passiert in der Regel, passiert in der Regel nicht so viel mit. Ne? Aber die haben die auch zwischendurch warten und reparieren lassen. Ja, klar, das ist die Voraussetzung. Ne? So ist das mit technischen Geräten. Ne? Ein Auto hält auch nicht 12 Jahre und funktioniert wie am ersten Tag und so ist das mit Maschinen. Mit technischen Maschinen natürlich auch. Gut, wenn sonst Fragen zu Kopierern sind, ihr Kollegen kennt, die Geräte in Gebrauch haben, die haben Probleme, wir reparieren, wir gucken uns die an, wir tauschen auch aus. Wir haben alle Ersatzteile für diese Geräte natürlich auf Lager, seit Jahren schon. Und wie gesagt, das ist die Neuheit. Wenn ihr die ausprobieren wollt, kauft mal eins und probiert es, ihr werdet begeistert sein. So wie wir, bevor wir es auf den Markt schmeißen, testen wir es natürlich und wir sind wirklich begeistert und das bringt einen Schritt nach vorne bei den Stencils. Bis dahin, die nächste Sendung ist auf der Aachen Convention mit 3 verschiedenen Gästen. Der Peter von der Tintenmanufaktur aus Aachen, der Olaf Lobe aus Düsseldorf und der Micha von Pretty in Ink aus Köln werden meine Gäste sein. Seid gespannt auf dieses Interview. Bis dann. Bis dann. Wenn die rote Lampe schnell leuchtet und die grüne Lampe langsam leuchtet. Da war ich bei Lampe und langsam. Lampe und langsam hat mich gerade gekillt.